Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Umlauts-Video. Alle kennen das chinesische Frühlingsfest, auch chinesisches Neujahr genannt. Allerdings ist das Fest nicht allein der Silvesterabend und der folgende Neujahrstag, sondern zieht sich tatsächlich 15 Tage bis zum Laternenfest. Es fällt also immer auf den 15. Januar nach Mondkalender. 2026 ist das der 3. März des gregorianischen Kalenders. Das Fest selbst, also das Laternenfest, ist vermutlich 2000 Jahre alt. Es gibt unzählige Geschichten über den Ursprung des Laternenfests. Eine ist, dass der Jade-Kaiser ein Dorf niederbrennen lassen wollte, die Dörfler jedoch Laternen aufhängten und so den Kaiser glauben ließen, dass das Dorf schon brennt. Ja, es waren schwierige Zeiten damals. Eine andere ist, dass Kaiser Han Mingdi während der östlichen Han-Dynastie gehört hatte, dass buddhistische Mönche Laternen zu Ehren Buddhas in ihren Klöstern aufhängen, um diese Zeit. Und er hat sich dann überlegt, dass man das quasi verpflichtend für alle Chinesen einführen sollte. Ja, und es gibt, wie gesagt, noch viele andere Geschichten über den Ursprung dieses Festes. Um das Laternenfest herum haben sich einige Bräuche angesammelt. Einer ist das Rätselrad. Das ist wirklich ein sehr interessanter Brauch. Und zwar hängen an den Laternen kurze Rätsel. Und wenn man meint, die Lösung zu kennen, dann geht man zum Laternenbesitzer und sollte man die richtige Antwort kennen, bekommt man ein Geschenk oder irgendeine Aufmerksamkeit. Um diese Rätsellaternen stehen zwar immer viele Erwachsene herum und tun so, als wenn sie mitraten würden, aber eigentlich ist das eher so eine Sache für Kinder, zumindest mein Eindruck so. Eine andere sehr verbreitete Sitte ist das Essen von Klebreisbällchen in süßer Suppe, die Tangyuan. Diese symbolisieren Vollkommenheit und Zusammengehörigkeit, was auf die Form und auf eine Lautähnlichkeit zurückgeht. Außerdem sieht man zu der Zeit sehr viele Drachen- und Löwentänze. Und dazu gibt es dann meistens auch noch ein Feuerwerk. Und last but not least gibt es natürlich diese Laternenausstellungen, Laternenshows oder ja, Laternen-Events eben. Manche kennen vielleicht das Xinhuai Festival in Nanjing oder das Yuyuan Festival in Shanghai. Aber Hanzhou möchte da natürlich nicht zurückstehen und deshalb hat man sich vor ein paar Jahren überlegt, dieses Laternen-Event ins Shishi Wetland zu verlegen. Es gibt noch andere Plätze in Hanzhou, zum Beispiel nach Hefangji und so, wo es auch sehr viele Laternen zu dieser Zeit zu sehen gibt. Und auch Drachentänze, Löwentänze, Laternentänze und so weiter. Aber das Shishi Wetland hat schon einen eigenen Zauber, wenn die Boote langsam zwischen den Laternen hindurchgleiten und sich die Laternen selbst im Wasser spiegeln. Zudem ist das Wetland wirklich groß und es fehlt nicht an Geschäften, Restaurants, Imbissständen und alles, was man so braucht. Wie auch in Hongkong oder in Anhui findet man auch im Shishi Wetland sehr viele Fischlaternen. Oft einem Goldfisch oder einem Koi nachempfunden, aber oft auch die klassische Karpfenform, die auch auf den Umzügen und den entsprechenden, wie gesagt, Fischlaternentänzen zu sehen ist. Es gibt zahlreiche Bedeutungen für diese Fischsymbolik. Eine ist ebenfalls ein Homophon von Yü und Yü, also Fisch und Überfluss. Und es gibt auch die Bedeutung für Frieden und die generelle Abwesenheit von Unglück. Und insbesondere im letzteren Sinne wünsche ich euch noch viel Spaß mit den Bildern und ein schönes Laternenfest.